Yo moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fairground Online und heute schauen wir uns einmal die Charaktererstellung an hier im Spiel. Man sieht schon als allererstes, mein Charakter ist schon so einigermaßen erstellt und links haben wir einmal die ganzen Sachen, die man auswählen kann. Also als allererstes kann man entscheiden, ob man einen weiblichen Char haben möchte oder einen männlichen Char und dann kann man halt, hier haben wir hier so verschiedene Sachen zur Auswahl, ne? Fangen wir zum Beispiel mit der Haut an, wir haben einmal die Hautbasis, können zwischen hell, mittel, dunkel wechseln. Können auch eine Hauttöne machen, aktivieren wir zum Beispiel, ne, beziehungsweise hier können wir uns sogar eine eigene Farbe auswählen, wie die sein soll. Und dann können wir sagen, so ein bisschen rötlich, grünlich, also da haben wir verschiedene Farben nochmal zur Auswahl. Wir können einen Alien daraus machen, kein Problem. Als nächstes können wir entscheiden, wollen wir Sommersprossen haben oder keine Sommersprossen haben. Wie sieht es überhaupt mit den Falten aus, eher falterig, eher jugendlich gehalten, sag ich mal. Die Rauheit einmal, soll es ganz hell sein, soll nix sein, also so ein glänzendes Öl, sage ich mal. Als nächstes haben wir zum Beispiel die Schminke. Soll er eine Schminke haben, können wir auch wieder da eine Farbe auswählen. Ansonsten können wir hier mal durchswitchen. Ein bisschen Rouge hier vielleicht da an den Wangen. Ist vor allem für die weiblichen Chars, glaube ich. Ja gut, machen wir beim männlichen Char, ist ja nicht schlimm. Können wir halt hier entscheiden, bei den Augenlidern können wir ein bisschen Farbe haben. Also wir können das Ganze variieren, wie wir haben wollen. Oder wir können auch sagen, yo, ich bin ein Clown. Warum auch nicht? Ich sage aber nichts genauso einmal wie mit der Lippenstiftfarbe. Wir können sagen, wir wollen gerne blauen Lippenstift haben, lilanen oder halt auch mit einem Tattoo. Ich glaube, da sieht man jetzt kein Tattoo unbedingt, weil dafür habe ich zu viel angerade. Da kann man sehen, entweder haben wir hier auf den Arm ein Tattoo, wir können aber auch auf den anderen Arm ein Tattoo haben oder halt auch, ich glaube, nochmal auf den anderen Arm ein Drachentattoo. Da können wir auch nochmal entscheiden, was wir da davon haben wollen. Ich hatte kein Tattoo ausgewählt. Dann haben wir einen Kopf und man sieht schon, wir können einige Sachen auswählen. Das ist das, was mich vor allem am Anfang sehr, ich sag mal nicht unbedingt überfordert hat, aber auch begeistert hat, weil in manchen Spielen, die ausgereifter sind, hast du weniger Auswahlmöglichkeiten als hier drinne. Also für ein Spiel, was eigentlich nur so auf Kirmes ausgelegt ist die Charaktererstellung mehr als viel, will ich nicht unbedingt sagen. Man kann den Charakter so selber machen, wie man möchte. Können wir bei der Kopfform sagen, wie die Wange aussehen soll. Dann können wir sagen, wie einmal hier länglich kürzer sein soll, wie der Kinnabteilung sein soll generell. Also geht eigentlich eher so alles über den Unterkiefer und. Dann haben wir die Kieferbreite nochmal, also breiter, dünner machen. Die Kieferhöhe können wir dann nochmal runtersetzen, hochsetzen. Wir haben die Wangenarme, sollen die ein bisschen aufgeplustert sein, normal sein. Die Wangenknochen, ob sie rausgucken sollen, nicht, und die Kinngröße, wie die halt sein soll. Ja, also ich finde das mehr als ausreichend, beziehungsweise mehr als viel sogar. Ausreichend ist ja noch untertrieben. Dann haben wir einmal die Augenfarbe. Ich habe hier einfach braun ausgewählt. Wir können einmal, mal kurz gucken, dass wir hier vielleicht einmal die, mache ich das mal aus. Ne, ich habe braun ausgewählt. Wir können auch wieder grün, türkis auswählen, ist egal. Wir können aber die Höhe ansetzen, sondern die Höhe soll nicht tiefer sein. Man kann sagen, enger zusammen, auseinander zusammen, dann sieht es irgendwie so, huch, mit der Maus können wir auch alles mögliche machen. Ach du Kacke. Ja, deswegen auch die Punkte. Okay, wir können auch hin und her ziehen, das wusste ich davon nicht. Coole Sache. Also wir können die enger zusammen machen, auseinander machen, wie so ein Fisch. Die Tiefe, ob die weiter reingucken sollen, weiter rausgucken sollen. Ja, wir können hier alles mögliche einstellen. Mit der Maus auch noch. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht. So, da haben wir den Mund auf jeden Fall. Also einmal die Größe. Soll er groß sein? Soll er klein sein? Wir haben die Höhe. Ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Da sieht man schon, der Bart geht da auf jeden Fall mit. Sieht auf jeden Fall etwas weird aus. Und die Tiefe einmal weiter rausgucken, weiter reingucken. Dann kommen wir einmal zu der Stirn. Da können wir mal sagen, keine Augenbrauen oder Augenbrauen. Jetzt hat er meine Haarfarbe geändert. Warum hatte ich denn gar keine Augenbrauen ausgewählt? Das sieht ja doof aus. Ich will Augenbrauen haben. Dann können wir auch wieder sagen, die Höhe soll ein bisschen höher anliegen, ein bisschen niedriger anliegen und auch die Tiefe wieder rausgucken oder weniger rausgucken. Dann haben wir die Haare, da können wir auch zwischen mehrere Frisuren umwechseln. Also wir haben entweder eine Glatze zur Auswahl, sonst haben wir so einen paar Millimeter Schnitt, würde ich mal sagen. Einmal so ein längliches Haar, dann einmal mit einem Pferdeschwanz. Ich weiß gar nicht, ob die Frauen das gleiche haben oder nicht. Moment, wo haben wir hier Haare? Okay. Die Frauen haben genau dasselbe, also es macht wohl keinen Unterschied, ob wir jetzt Mann oder Frau nehmen, wir haben immer die gleiche Frisur und können uns dann entscheiden, was wir haben wollen. Dann haben wir ganz normal lang oder beziehungsweise schulterlang, bis zu den Ohren wird es einmal gehen, einmal nach hinten, sieht auch sehr fancy aus. Dann haben wir komplett einmal nach hinten die Haare, bisschen geschleift, das hatten wir schon. Dann haben wir hier so ein, ich weiß gar nicht, dieses hochgekrisselte.
Ich weiß gar nicht, wie dieser Style heißt. Dann einmal mit Seiten auf 0. Fade-Tab oder wie auch immer das nennt. Ach, das ist so eine Sprache, mit der kenne ich mich nicht aus. Dann haben wir hier so ein, mit so einem länglichen, gekurvtes Haar. Einmal ganz normal, sag ich mal, mit bisschen gestylt. Und dann haben wir hier einmal komplett gestylt. Ich würde mir beziehungsweise mehr wünschen nach gestylten Haaren, weil ich style ja selber. Und das fehlt mir so ein bisschen hier drin. Dann haben wir die Gesichtsbehaarung. Also wir können sagen, entweder komplett glatzig. Oder wir haben hier so einen etwas volleren Bart. Dann haben wir hier Struppen an der Seite, dafür hier in der Mitte Vollbart. Ja, mehr oder weniger Vollbart ist ja auch nicht unbedingt. Dann halt, dass hier überall Struppen sind, nur unter dem Kinn und über die Lippen was. Oder wir sagen halt, wir nehmen das so. Mir fehlt so ein 3-Tage-Bart an der Stelle, muss ich sagen. Na, so eine Mischung aus paar Haare, also einfach nur sowas wie das hier ist und das auch nur alles komplett verteilt. Na, ich habe hier selber nur so ein 3-Tage-Bart immer wieder. Deswegen, ne, sowas wie hier, einmal komplett das über den ganzen Körper. Das fehlt mir noch ein bisschen, aber dann benutze ich ja lieber das hier. Und die Haarfarbe können wir auch einmal auswählen, wie sie sein soll. Dann wähle ich einmal wieder mein dunkelbraun aus. Als nächstes kommen wir mal zu der Bekleidung. Die Bekleidung wird auch einmal unterteilt in Oberteil, Unterkörper. Das heißt, wir können immer sagen, wir sind so der Verantwortliche, haben ein schickes Hemd an, können aber auch eine Jacke anziehen, so etwas hochwertigeres Jackett. Oder wir können auch sagen, wir sind Mitarbeiter, ne, wie zum Beispiel hier Crazy Manege, dann haben wir auch Crew hinten. Ich hatte mal einen Rotator auf, weil ich das sehr mag, das Fahrgeschäft, und deswegen auch gerne dort arbeite. Dann haben wir mal den Unterkörper, da kann man sagen, zum Beispiel wir haben eine Jeans an, wir haben hier so eine dunkle Jeans an, gestreifte Hosen, wir können aber auch eine kurze Hose anziehen. Im Sommer ja, kann man machen, im Winter eher weniger, würde ich mal sagen. Mal schauen, ich will eine schwarze gerne, ja. Dann haben wir nochmal eine Fußbekleidung, damit können wir halt die Schuhe aussuchen, wie sie aussehen sollen. Ne, Sneaker, ganz normal. Wir können sogar hier solche, was weiß ich, wie die heißen, Birkenstock irgendwas anziehen, ne? Was der Monte ja gerne trägt. Oder halt solche Lackschuhe, was ein bisschen hochwertiger aussieht. Na komm, was wählen wir hier wieder? Irgendwas. Ich weiß gar nicht, welche Schuhe ich vorher anhatte. Mist. Und dann haben wir auch nochmal eine Kopfbedeckung. Damit können wir eine normale Brille anziehen oder eine Sonnenbrille halt auch. Ich glaube, ich hatte diese hier auf. Und dann können wir halt speichern und zurückklicken oder halt nochmal bearbeiten, wie man das möchte. Das ist auf jeden Fall die Charaktererstellung, also sehr, sehr, sehr intensiv das Ganze. Man kann seine Bedürfnisse so viel machen. Und ich merke gerade hier, wir haben in der Hinsicht ja nichts, was den Hals angeht. Also Hals können wir wirklich hier einmal selber einmal gucken, wie wir das machen wollen. Und wie gesagt, auch die Partien immer wieder draufklicken, gucken. Ohren können wir nicht bearbeiten, länger ziehen. Das geht leider nicht, dass wir da auch mal so ein Elf sind. Und ich finde die Kulisse halt auch ganz nett, ne? Wir sehen halt hier Wohnwagen links und rechts. Also, das heißt, wir sind schon in unserem Wohnwagen drinne, wo wir uns umziehen. Aber ich weiß noch nicht, wo wir hier genau sind. Man könnte das vielleicht herausfinden, weil wir haben hier eine Rückwand, die rot mit Sterne ist. Ich würde mal sagen, das ist der Breakdancer. Wir klicken mal Speichern zurück und ich gucke mal nach, ob ich finde, wo das ist. Dann mache ich mich selbstverständlich auf die Suche. Das Ding beim Breakdancer kann es doch gar nicht sein, weil der Breakdancer hat blaue Sterne hinten. Das war jetzt nämlich so der erste Gedanke, dass wir hier sein könnten. Aber dann haben wir auch hier auf der Seite keine. Ja doch, hier wenn dann, ne? Aber wir hatten ja vor uns und an der Seite von uns was. Heißt, das kann hier das auf jeden Fall nicht sein. Dann gucke ich einmal, ob wir beim Predator was finden, wie es dort von hinten aussieht. Oh, hier ist das Zelt einmal im Hintergrund. Das könnte eventuell auch dort nämlich sein, weil da haben wir ja auch Wohnwagen. Aber von hinten ist es grau. Nee. Also da, hier kommen wir leider nicht durch. Wüsste ich jetzt nicht, wo wir genau sind. Also, wir sind da irgendwo im Nirgendwo. Auf so einer Zauberei. Wohnwagen, würde ich mal sagen. Weil hier haben wir auch wieder Wohnwagen, aber nein. Dann sind wir da irgendwo, dann wurde so ein bisschen Kirmes-Feeling dazu ergänzt, aber wir sind nicht irgendwo auf dem Platz und wir können nicht unseren Wohnwagen hier finden. Das ist auch gut zu wissen. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommt in den Kommentaren. Wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.